Deutsch lernen durch Hören. Internet. Eine Gefahr für alle? Ich sitze in einem kleinen Restaurant und trinke Wein. Ich bin allein hier und das ist auch gut so. Ich genieße die Zeit mit mir selbst. Das Restaurant ist voll. Fast jeder hat ein Smartphone in der Hand. Ein Mann stellt seinen Laptop auf den Tisch. Da möchte plötzlich auch mein Handy aus der Tasche holen. Nein, denke ich. Ich möchte jetzt nicht im Internet sein. Eine alte Dame sitzt neben mir. Sie schaut mich an und nickt. »Guten Tag«, sage ich. Die Frau begrüßt mich und sagt, »Du bist die einzige Person hier, die kein elektronisches Gerät in der Hand hat. Früher war das normal, aber heute ist es etwas Besonderes. Das finde ich interessant. Das Internet verändert unser Leben. Sind diese Veränderungen aber gut oder schlecht?« Ich gehe im Restaurant auf und ab und schaue auf die Handys der Menschen. Ich sehe, wie eine Frau ihrem Ehemann eine Nachricht schickt. »Ich liebe dich und vermisse dich schon sehr. Hoffentlich hast du einen schönen Urlaub«, schreibt sie. Ein junges Paar sitzt an einem Tisch. Beide schauen auf das Gerät in ihren Händen. Die Frau öffnet den Browser und sucht nach einem Online-Shop, der Teppiche verkauft. Der Mann liest ein E-Book. Der Junge mit dem Laptop schreibt gerade einen Kommentar. »Dein Foto ist hässlich. Ich hasse dich«, schreibt er. An einem anderen Tisch sitzt eine Person und lächelt. Sie schaut sich lustige Videos an. Am Tisch neben ihr sitzt eine Frau, die gerade Fotos von nackten Männern öffnet. Auch der Koch sitzt an der Bar und fragt das Internet, wie findet man neue Freunde? Ich setze mich wieder an meinen Tisch. Das war interessant, denke ich. Die alte Frau neben mir schaut mich neugierig an. »Und?«, fragt sie. »Was ist das Ergebnis deines Experiments?« Ich atme tief durch und denke nach. Ein paar Momente später antworte ich, das Internet ist eine Erfindung mit guten und schlechten Seiten. Es kommt darauf an, wie man es benutzt. Es kann gut oder schlecht sein. Du wirst immer finden, wonach du suchst. Die Frau lächelt und nickt. Und ich trinke einen Schluck von meinem Wein. Wie mache ich's besser? Meine Großmutter ist Fotografin. Schon seit sie ein Kind ist, macht sie interessante Bilder. Sie kennt sich mit verschiedenen Kameras aus. Am liebsten fotografiert sie Sonnenuntergänge oder den Mond. Der Himmel fasziniert sie. Ich liebe die Bilder meiner Großmutter. Zu ihrem Geburtstag hat sie von meinem Vater eine neue Kamera bekommen. Diese hat einen Bildschirm. Die Bilder werden außerdem nicht auf einer Rolle gespeichert. Sie werden auf einer Speicherkarte gespeichert. Das ist neu für meine Großmutter. Sie kennt es noch nicht. Heute besuche ich sie. Sie hat leckere Kekse gebacken. Sie zeigt mir die Bilder auf der Kamera. »Oma, warum drückst du so viele Knöpfe? Es geht viel einfacher«, sage ich. »Wie mache ich es besser?«, fragt sie. Ich zeige ihr die Knöpfe, die sie drücken muss. »Aha, so geht es wirklich schneller«, sagt sie und lacht. Ich frage meine Großmutter, ob sie ein Bild von mir macht. Sie nickt. »Stell dich zum Fenster«, sagt sie. Sie nimmt das Stativ, das bei der neuen Kamera dabei war. Mit einer Schnur bindet sie die Kamera am Stativ fest. »Oma, warum nimmst du eine Schnur? Es geht doch viel einfacher«, sage ich. »Wie mache ich es besser?«, fragt sie. Ich zeige ihr die Plattform auf dem Stativ. Darauf stelle ich die Kamera. Mit dieser Schraube kannst du die Kamera am Stativ festmachen, erkläre ich. Meine Oma dankt mir. Das hat sie nicht gewusst. Sie macht ein paar Bilder von mir. Dann drückt sie die Knöpfe, die ich ihr gezeigt habe. Die Bilder sind wunderschön. Ich liebe die Bilder, sage ich. Meine Großmutter liebe ich auch.
Leben an der Grenze. »Hallo, Pablo«, schreie ich über den Zaun. Pablo mäht gerade den Rasen. Er sieht mich und winkt mir. Ich springe über den Zaun und frage Pablo, ob er Hunger hat. Er nickt. Wir beschließen, zum Mexikaner zu gehen. Dort essen wir beide einen leckeren Burrito. Ich liebe das Leben an der Grenze, sage ich. Pablo schaut mich verwirrt an. »Wieso das?« fragt er mich. »Na ja«, antworte ich. »Ich habe das Beste aus 2 Welten. Ich habe 2 Reisepässe, einen amerikanischen und einen mexikanischen Reisepass. Außerdem spricht meine Familie nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch. Unser Leben besteht aus 2 verschiedenen Kulturen und Traditionen. Das finde ich klasse.« Pablo nickt und sagt, ich hasse das Leben an der Grenze. Ich fühle mich weder amerikanisch noch mexikanisch. Ich finde, es gibt zu viele Traditionen. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Das kann ich verstehen. Früher habe ich auch so gedacht. Jetzt aber erkenne ich, wie wunderbar die Abwechslung ist. Ich gehöre zu beiden Ländern, antworte ich. Pablo zieht die Schultern hoch. Ich weiß nicht, sagt er. Ich möchte in Alaska leben, mitten in der Natur. Da gibt es keine Menschen, keine Traditionen und keine Regeln. Und keine Burritos, sage ich mit einem Lächeln. Und keine Burritos, wiederholt Pablo. Dort kann ich aber so sein, wie ich es will. Keiner erwartet etwas von mir. Weißt du, Pablo, du kannst auch hier sein, wie du bist, sage ich. Pablo denkt nach. Und nach einer langen Pause sagt er, dann bin ich heute ein Mexikaner. Ich lache und Pablo beißt in seinen Burrito. Meine Freundin ist Muslima. Eigentlich habe ich nie wirklich gemerkt, dass Farah anders ist als ich. Sie trägt ein Kopftuch, aber das machen manche Leute auch ohne religiöse Gründe. Sie ist, so wie ich, in Deutschland aufgewachsen. Sie sagt selbst, dass sie sich als Deutsche fühlt, aber als Deutsche mit muslimischem Glauben. Aber, wie gesagt, das habe ich nie wirklich bemerkt. Aber vor einer Woche hat mir Farah gesagt, ich habe noch nie Weihnachten gefeiert. Das klingt für mich so fremd, wie in der Wüste zu wohnen. Sie sagte es in einem traurigen Ton. Deshalb habe ich sie gefragt, bist du neugierig? Magst du bei meiner Familie und mir Weihnachten feiern? Ihre Augen wurden groß. Ich will euch nicht stören, sagte sie 10-mal, aber ich schüttelte immer meinen Kopf. Meine Familie wird sich freuen. Am Heiligabend kommt Farah um 18 Uhr zu mir nach Hause. Als erstes werden wir essen. Es gibt Karpfen und viele Beilagen, erkläre ich ihr. Sie ist begeistert vom Essen und wir haben Spaß mit meiner Familie. Dann singen wir ein paar Weihnachtslieder und ich spiele auf der Gitarre. Ich kenne kein einziges Lied, lacht Farah, aber sie singt fröhlich mit. Am Ende stellen wir uns zum Weihnachtsbaum und geben die Geschenke. Auch Farah hat Geschenke für mich und meine Familie. Das ist sehr nett. Danke dir. Jetzt weiß ich, wie Weihnachten ist, sagt meine muslimische Freundin. Sie ist sehr glücklich. Ich freue mich sehr, dass ich es dir zeigen konnte, sage ich, und wir umarmen uns. Meine beste Freundin. Ich kann mich noch erinnern, als ich Miriam kennengelernt habe. Es war unser erster Schultag in der neuen Schule und ich hatte Angst, weil ich niemanden gekannt habe. Wir waren 10 Jahre alt. Als ich in die Klasse gegangen bin, habe ich alle Gesichter angeschaut. Einige Kinder haben sich gekannt und geredet. Andere waren leise, aber haben mich freundlich angelächelt. Und dann habe ich Miriam gesehen. Sie hatte ihre Arme verschränkt
und auf den Boden geschaut. Sie hatte auch Angst. Ich wollte mutig sein und bin direkt zu ihr gegangen. »Darf ich mich zu dir setzen?« habe ich gefragt. Als sie mir in die Augen geschaut und genickt hat, wusste ich es. Schon nach einem Tag waren wir beste Freundinnen. Die nächsten 10 Jahre haben wir alles gemeinsam gemacht. Danach wurde es schwieriger. Einmal haben wir uns ein ganzes Jahr nicht gesehen. Heute ist dieser erste Schultag schon über 20 Jahre her, aber Miriam ist noch immer meine beste Freundin. Sie wohnt in London, ich in Hamburg. Wir sehen uns nur 4-mal im Jahr, aber dann haben wir immer viel Spaß. Wir haben ein Versprechen. Jedes Jahr fahren wir mindestens eine Woche zusammen in den Urlaub. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass unsere beiden Töchter auch dabei sind. Das Tagesticket. Heute ist es endlich soweit. Wir fahren in den Vergnügungspark. Im Auto habe ich mit meinem Bruder die ganze Zeit lustige Lieder gesungen. Nun stehen wir an der Kasse. 3 Tagestickets bitte, sagt mein Vater. Wir sind alle sehr gespannt, was auf uns wartet. Zuerst gehen wir zu den Wasserrutschen. Es gibt nämlich einen Pool, ein paar Rutschen und eine Sauna in diesem Vergnügungspark. Wir ziehen uns unsere Badehosen an und rutschen in den Pool hinein. Er ist warm. Mit etwas Wasser spritze ich meinen Bruder an. Plötzlich entdecke ich ein kleines Mädchen, das uns beobachtet. Es sitzt am Rande des Pools und wirkt schüchtern. »Möchtest du mitspielen?« frage ich sie. Das kleine Mädchen antwortet nicht. Sie steht auf und läuft weg. Komisch, denke ich, und spiele wieder mit meinem Bruder. Nachdem wir wieder trocken sind und unsere Kleidung wieder angezogen haben, geht es weiter. Der Vergnügungspark ist groß. »Ich will Zuckerwatte!« schreit mein kleiner Bruder aufgeregt, als er den Verkäufer mit seiner Maschine sieht. Mein Vater kauft mir eine grüne und meinem Bruder eine gelbe Zuckerwatte. Ich beiße ab. Der Zucker schmilzt auf meiner Zunge. Das ist lecker. Gemütlich gehen wir weiter. Hier gibt es viele verschiedene Stände, die Dinge verkaufen. Man kann Spiele spielen und Stofftiere gewinnen oder Äpfel mit Schoko essen. Hinter dem Markt sehe ich schon die Achterbahnen. »Papa, fahren wir mit der Achterbahn?« frage ich. Er nickt und will meinem Bruder auf die Schulter klopfen. Dieser ist aber nicht mehr da. Wir schauen um uns herum, aber mein Bruder ist verschwunden. Wir schreien seinen Namen, doch er ist weg. Die vielen Menschen um uns herum schauen uns verwirrt an. »Wo ist er?« fragt mein Vater. Ich ziehe die Schultern hoch, weil ich es nicht weiß. Plötzlich sehe ich ihn. Er steht neben einem Stand, der Kleidung verkauft. Dort ist das Mädchen vom Pool. Er redet mit ihr. Wir gehen hin. Vater schimpft, weil er einfach verschwunden ist. »Entschuldige«, sagt er. »Das ist Marie. Können wir gemeinsam Achterbahn fahren?« Maries Mutter nickt und auch Vater sagt ja. Gemeinsam haben wir den Rest des Tages viel Spaß. Das Tagesticket hat sich ausgezahlt. Alles im grünen Bereich. »Wo ist das Baumhaus?« frage ich. Michael dreht sich um und schaut mich an. Er antwortet: »Sei geduldig, wir sind bald da.« Wir gehen durch den dunklen Wald. Die Sonne geht gerade unter. Es ist bereits 19 Uhr am Abend. Die Erde unter meinen Füßen ist weich, weil es ein bisschen regnet. Matsch klebt an meinen Schuhen. Mein Freund Michael kennt ein Baumhaus im Wald und er will es mir zeigen. Er bleibt stehen. Sagt er. Er denkt nach.
Du hast gesagt, dass du den Weg kennst, sage ich genervt. Michael ignoriert mich und geht weiter. Der Wald wird immer dichter und die Bäume werden immer höher. Nach ungefähr 10 Minuten sehe ich etwas in der Ferne. »Da ist es!« schreit Michael und beginnt zu laufen. Ich laufe ihm hinterher. Plötzlich falle ich in ein großes Loch in der Erde. »Hilfe!« schreie ich. Michael kommt und schaut in das Loch hinein. Ich sehe nur seinen Kopf. Er lacht. »Warum lachst du?« frage ich verwirrt. Ich habe Angst. Wie komme ich aus diesem Loch wieder raus? Diese Kinder sind klug. Sie haben Fallen gemacht. Sie wollen ihr Baumhaus beschützen, sagt Michael und verschwindet. »Komm zurück!« rufe ich. Es ist still. Ich kann es nicht glauben, dass Michael einfach weggeht. Ein paar Momente später kommt er wieder. »Alles im grünen Bereich«, sagt er und wirft ein langes Seil in das Loch. Dankbar halte ich mich am Seil fest. Michael zieht mich nach oben. Michael findet immer eine Lösung für jedes Problem. Gemeinsam gehen wir zum Baumhaus und zünden eine Kerze an. Es war ein schöner Abend in einem beeindruckenden Baumhaus. Nächstes Mal werde ich aber auf Löcher im Boden aufpassen. Job als Hausmeister. Mein Vater ist Hausmeister. Ich merke, dass er sich dafür schämt. Er ist kein erfolgreicher Geschäftsmann, Schuldirektor oder Doktor. Er ist ein Hausmeister für ein kleines Unternehmen bei uns im Dorf. Heute ist die Freundin von meiner Mama bei uns auf Besuch. Sie bringt Kekse und einen Strauß Blumen. Gemeinsam mit meinen Eltern setzt sie sich in der Küche an den Tisch und isst die Kekse. Auch ich nehme einen. Er ist köstlich. Plötzlich klopft es an der Tür. Ich mache auf. Vor mir steht eine Frau, die ich nicht kenne. Meine Mama kommt und schreit laut. Das erschreckt mich. »Gerti, komm doch rein«, sagt sie und umarmt die Frau. »Es ist eine Freundin aus ihrer Schulzeit«, erklärt Mama. Gerti erzählt von ihrem Leben. Sie hat viele Abenteuer erlebt und war in verschiedenen Ländern. 5 Jahre lang bin ich durch Afrika gereist, erzählt sie. Dort hat sie Zebras, Löwen, Giraffen und Geier gesehen. Die 3 Frauen lachen und Mama öffnet eine Flasche Wein. Das ist ein Grund zum Feiern, sagt sie und holt die schönen Gläser ganz oben aus dem Schrank. Mein Papa will aufstehen. Da fragt ihn Gerti, »Und, was machst du jetzt beruflich?« Mein Vater wird rot im Gesicht. Er schämt sich. »Ich bin Hausmeister«, murmelt er. Gerti versteht ihn nicht. »Was?«, fragt sie. »Er ist Hausmeister bei der Firma Müller«, antwortet meine Mutter. Aber er schämt sich dafür. Ich finde, es ist eine tolle Arbeit. Er bekommt ein gutes Gehalt und hat einen kurzen Arbeitsweg. Es ist still. Mein Ex-Mann war auch Hausmeister. Er war ein guter Mann, aber unsere Beziehung hat einfach nicht funktioniert. So ist das manchmal. »Ich bewundere dich«, sagt Gerti zu meinem Vater. Er ist verwirrt. Gerti erklärt, die meisten Männer wollen Geschäftsmann sein oder viel Macht in der Arbeit haben. Viele vergessen, dass die Hausmeister dieser Welt die wahren Helden sind. Sie machen täglich harte Arbeit. Wegen ihnen funktioniert das Unternehmen überhaupt. Das ist bewundernswert. Mein Vater lächelt. Danach hat er sich nie wieder für seine Arbeit geschämt. Den Tag im Bett verpennen. Letzte Nacht war lustig. Ich bin mit meiner Freundin Maike ausgegangen und wir hatten sehr viel Spaß. Wir waren in einer Bar und haben ein paar alkoholische Getränke getrunken. Danach waren wir in einem Club und haben getanzt. Dort haben wir noch mehr Alkohol getrunken. Maike hat sogar einen Mann geküsst.
Sein Freund hat mir auch Komplimente gemacht, aber ich bin schon in einer Beziehung. Ich liege auf der Couch und drehe mich um. Mein Kopf tut weh. Neben mir liegt Maike. Wir haben beide noch die Kleidung von gestern an. Maike trägt ihr Schminkzeug noch. Sie hat schwarze Flecken im ganzen Gesicht. Ich bleibe liegen, weil mein Kopf immer mehr schmerzt. Plötzlich öffnet Maike ihre Augen. »Guten Morgen«, murmelt sie. Mein Freund kommt in das Wohnzimmer. Er sagt laut, »Guten Morgen!« Maike macht leise »Psst«. Mein Freund gibt mir einen Kuss und fragt, »Habt ihr gestern Alkohol getrunken?« Ich nicke. Er kennt sich aus und bringt uns beiden ein Glas Wasser und eine Schmerztablette. »Danke«, flüstere ich. Wenig später steht Maike auf und verabschiedet sich. »Ich werde den Tag heute im Bett verbringen«, sagt sie, bevor sie die Haustür zumacht. Das ist eine gute Idee, das werde ich auch machen. Ich lege mich ins Bett und schlafe sofort wieder ein. Am Nachmittag wache ich auf. Mein Freund kocht mir leckere Lasagne, die wir beide im Bett essen. Ich habe einen Kater. Nein, das ist keine Katze. Ein Kater beschreibt die negativen Effekte, die man vom Alkohol bekommt. Kopfschmerzen, Müdigkeit und schlechte Laune sind dabei. Ich frage mich, warum ich überhaupt Alkohol trinke. Mir geht es am nächsten Tag nie gut. Ich schlafe wieder ein und verpenne den ganzen Tag im Bett. Notfall im Flugzeug. »Ist jemand ein Arzt?« ruft die Stewardess in die Menge hinein. Ich sitze im Flugzeug am Fenster und höre Musik. Doch die lauten Rufe der Dame höre ich, obwohl ich Kopfhörer über den Ohren habe. Die Menschen um mich herum werden nervös. Was ist denn los? Warum brauchen sie einen Arzt? Ich stehe auf und sehe nach vorne, aber ich erkenne nichts. Ein paar Menschen stehen vorne und reden. Die Dame auf dem Sitz am Gang flüstert leise, »Da ist eine Frau, sie ist schwanger. Ich glaube, sie bekommt gerade ihr Baby.« Ich schaue noch einmal nach vorne und sehe jetzt auch die Frau, die auf dem Boden liegt. Ihr Gesicht zeigt, dass sie Schmerzen hat. »Ich bin Krankenschwester«, rufe ich laut. Die Stewardess ist erleichtert. Ich mache mich auf den Weg zur schwangeren Frau. Ihre Fruchtblase ist geplatzt. »Es tut so weh«, sagt sie. Ich möchte sie beruhigen und streiche ihr durch das Haar. »Es wird alles gut. Gemeinsam schaffen wir das«, sage ich. »Bring mir bitte ein Handtuch«, sage ich zur Stewardess. Sie bringt mir warmes Wasser, ein Handtuch und eine Flasche Orangensaft. Den Orangensaft gebe ich der schwangeren Frau. Das hilft immer. Dann lege ich sie auf den Rücken und die Handtücher unter ihr Hinterteil. Der Pilot möchte am nächsten Flughafen landen. Das Flugzeug fliegt immer niedriger, aber das Baby kommt. Die Frau drückt und drückt. Plötzlich halte ich das Kind in den Armen. In diesem Moment landet das Flugzeug auf dem Boden. Das ist der aufregendste Flug meines Lebens. Hochzeitsreise in New York. »Wo fahren Sie denn hin?« fragt mich eine Frau. Ich nehme die Hand meines Mannes und schaue ihn an. »Wir fahren auf unsere Hochzeitsreise nach New York«, antworte ich. »Wie schön«, sagt die Frau und gibt mir meinen Reisepass zurück. Wir sind im Flughafen und ich bin sehr aufgeregt. Letzte Woche habe ich meinen besten Freund geheiratet und heute fliegen wir nach New York. Es wird bestimmt die schönste Urlaubswoche unseres Lebens sein. Der Flug dauert ein paar Stunden. In der Stadt wartet ein Taxi auf uns, das uns zu unserem 5-Sterne-Hotel fährt.
Der Taxifahrer gibt uns ein Glas Champagner und sagt: Willkommen in der Stadt der Träume, Herr und Frau Gruber. Frau Gruber, daran muss ich mich noch gewöhnen. Auch im Hotel ist die Begrüßung nett. Ein junger Mann zeigt uns das Zimmer, in dem wir schlafen werden. Es ist wunderschön. Auf dem Bett liegen Rosenblätter, die wie ein Herz aussehen. Es gibt eine Badewanne für 2 Personen und genug Champagner für die ganze Woche. Es ist bereits Abend, darum haben wir ein gemeinsames romantisches Abendessen geplant. Ich gehe ins Bad und schminke mich. Mein Mann hat einen Anzug an und ich ziehe ein langes, lila Kleid mit Glitzersteinen an. Es ist nicht gemütlich, aber es sieht gut aus. Das Restaurant ist neben dem Hotel. Ein Kellner zeigt uns unseren Tisch. Wir hören klassische Musik im Hintergrund. Es ist irgendwie unangenehm. Zu Hause gehen wir nie in solche Restaurants. Ich sehe, dass auch mein Mann etwas unsicher ist. Holen wir uns Fastfood und essen es in der Badewanne? Schlage ich vor. Mein Mann lächelt. Genau aus diesem Grund habe ich dich geheiratet, sagt er. Gemeinsam verlassen wir das Restaurant. Ich liebe diesen Mann. Deutsch lernen durch Hören. Maria nimmt das Leben nicht zu ernst. Maria steht vor dem Spiegel und schminkt sich. Sie malt schwarze Kreise über ihre Augenbrauen und kleine Herzen neben ihrem Mund. Ihre Mutter sagt, dass sie wie ein Clown aussieht. Das ist Maria aber egal. Sie nimmt das Leben nicht zu ernst. Sie schminkt sich, weil es Spaß macht und nicht, weil sie schön sein will. Ihre Mitbewohnerin Elisa färbt gerade ihre Haare. Sie nimmt das Leben sehr ernst. Elisa arbeitet bei einer Bank und möchte immer professionell aussehen. Sie trägt weiße Hemden, hat ihr schwarzes Haar immer zu einem Zopf zusammengebunden und liebt es, Finanzbücher zu lesen. Maria trägt immer bunte Kleidung, lacht über alle Situationen und redet gerne über die Politik. Politik ist wie ein Theater und die Politiker sind die Puppen, sagt sie immer. Dennoch sieht sie das Gute in anderen Menschen und hat eine sehr positive Persönlichkeit. Letzte Woche sprang sie von einer Klippe in eiskaltes Wasser. Danach küsste sie einen 80-jährigen Mann und flog für eine Woche nach Argentinien, um seine Familie kennenzulernen. Jedes Mal, wenn ich Maria sehe, hat sie eine neue aufregende Geschichte zu erzählen. Irgendwann bin ich tot, darum möchte ich so viel erleben, wie ich kann, sagt sie immer. Maria hat eine Ratte als Haustier. Diese kann sogar Tricks wie ein Hund. Man sieht die junge Frau auf allen Demonstrationen in der Stadt. Geld verdient sie auf unterschiedliche Wege. Sie arbeitet als Kellnerin, im Einzelhandel, in Büros, als Stewardess, als Babysitter oder auf Kreuzfahrtschiffen. Manchmal schenken ihr andere einfach Geld. Sie hat sehr viel Glück. Man darf das Leben nicht zu ernst nehmen, sagt sie immer. Ich bewundere ihren Mut sehr. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du,
Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rass und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe hoch. Das bist du, das bist du, das bist du. 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 Das Leben ohne Internet. Wie ein Zombie sitzt Lisa seit 3 Stunden auf der Couch. Sie hat ihr Smartphone in der Hand und schaut Kurzvideos. Alle 10 Sekunden bekommt sie neue Informationen, die ihr Gehirn verarbeiten muss. Sie ist wie in einer Trance. Plötzlich hört sie ein lautes Geräusch. Ihre Katze hat ein Glas voll Wasser vom Tisch auf den Boden geworfen. Das ärgert Lisa. Sie steht auf und legt ein Handtuch auf die Pfütze am Boden. Die Uhr an der Wand zeigt ihr, dass es bereits 2 Uhr morgens ist. Lisa ist schockiert. Sie sitzt seit 3 Stunden auf der Couch. Was hat sie gemacht? Das Internet hat ihre ganze Energie genommen. Sie wollte eigentlich vor dem Schlafen ein Buch lesen und duschen gehen. Sie wollte um Mitternacht ins Bett gehen und 8 Stunden lang schlafen. Morgen ist sie bestimmt wieder müde. So kann's nicht weitergehen, denkt sie. Am nächsten Tag ist sie tatsächlich sehr müde, weil sie nur 5 Stunden geschlafen hat. Lisa beschließt, nicht mehr ins Internet zu gehen. Sie verkauft ihr Smartphone und ihren Laptop. Am Anfang ist es sehr schwer. Lisa merkt, dass sie nach dem Internet süchtig geworden ist. Es war schwer, die alten Gewohnheiten loszulassen. Nach ein paar Wochen ist es schon viel leichter. Lisas neues Leben ist schön. Jeden Abend liest sie in ihrem Buch, anstatt wie ein Zombie auf ihr Smartphone zu starren. Sie ist glücklicher, weil ihre Aufmerksamkeit auf der Realität liegt und sie im jetzigen Moment lebt. Wenn ihr langweilig ist, wird sie kreativ. Generell hat sich ihre Lebensqualität erhöht. Das Leben ohne Internet tut Lisa sehr gut. Ein unfallfreies Auto. Ich habe leider nur 2000 €, sagt Patrick. Sein Auto ist kaputt und er braucht ein neues, um in die Arbeit fahren zu können. Sein Freund sagt, dass man mindestens 5000 € für ein gutes Auto braucht. Schon seit Stunden ruft Patrick verschiedene Autohändler an. Niemand hat ein billiges Auto. Darum schaut er im Internet nach. Da bieten Privatpersonen ihre Autos zum Kauf an. Er findet einen Mann, der einen alten Volkswagen verkaufen will. Patrick und sein Freund Michi fahren zu ihm. Leider hat der Mann im Internet gelogen. Das Auto ist rostig, hat keine Reifen und steht schon seit fast 10 Jahren in einer alten Garage. Enttäuscht suchen die beiden Freunde weiter. Im Internet finden sie eine Frau, die ein unfallfreies Auto in der Nähe verkauft. Eine halbe Stunde später stehen sie vor dem alten Audi. Leider hat er viele Dellen. Manchmal ist meine Großmutter mit dem Auto gefahren, erklärt die Frau.
Patrick vermutet, dass die Großmutter mit dem Auto ein paar Mal gegen eine Mauer gefahren ist. Doch das stört Patrick nicht. Er braucht ein Auto, das fährt. Wie es aussieht, ist ihm egal. Er steigt ein und dreht den Schlüssel nach rechts. Der Motor macht ein leises Geräusch, aber das Auto springt nicht an. Es ist kaputt. Patrick ist erschöpft. Den ganzen Tag lang suchen sie schon nach einem neuen Auto, das nicht mehr als 2.000 € kostet. Er und Michi machen sich auf den Heimweg. »Holen wir uns einen Burger?« fragt Michi. Patrick nickt. Am Parkplatz vor dem Burgerrestaurant steht ein kleines Auto mit einem Schild, das auf dem Fenster klebt. 1.500 €. Unfallfrei steht darauf. Patrick ist neugierig. Er ruft die Nummer auf dem Schild an. Ein alter Mann kommt und erklärt ihnen, dass seine Frau gestorben ist. Jetzt will er den Mazda verkaufen. Er ist nicht kaputt, er fährt und er riecht sogar nach dem angenehmen Parfüm der alten Frau. An diesem Tag hat Patrick doch noch ein Auto gefunden, mit dem er morgen zur Arbeit fahren kann. Gewinnen im Glücksspiel. »Warte, Margarete, ich möchte mir noch einen Lottoschein kaufen«, sagt mein Mann. Es regnet und mir ist kalt. Es war ein langer Tag für mich. Nach der Arbeit habe ich unser Kind Lilly vom Kindergarten abgeholt. Ich war mit ihr Lebensmittel einkaufen und am Spielplatz. Danach sind mein Ehemann Daniel und ich ins Theater gegangen. Es war wunderschön. Doch Daniel ist spielsüchtig. Jeden Tag gibt er viel Geld für Glücksspiele aus. Früher ist er immer ins Casino gegangen. Er hat unsere Ersparnisse aus dem Fenster geschmissen. Als wir kein Geld mehr hatten, ging er zu einem Therapeuten. In der Therapie hat er gelernt, dass Glücksspiele unser Leben zerstören. Die Sucht hat ihn verändert. Jetzt geht er nicht mehr ins Casino, aber er kauft immer noch Lottoscheine. Über 100 € pro Woche gibt er dafür aus. Das macht er schon seit ein paar Jahren. Er hat noch nie einen großen Gewinn gemacht. Genau wie im Casino verliert er hier das meiste Geld. »Heute ist mein Glückstag, das fühle ich«, sagt er immer. Es ist aber nie sein Glückstag. Ich habe es akzeptiert. Ich halte ihn nicht mehr davon ab, die Lottoscheine zu kaufen. Es kostet mich zu viel Kraft und er hört sowieso nicht auf. Die Sucht hat ihn im Griff. Die Regentropfen treffen meinen Regenschirm und Daniel kommt aus dem Geschäft. Er hat ein breites Lächeln im Gesicht. »Ich spüre, dass heute mein Glückstag ist. Heute hole ich mir einen großen Gewinn«, sagt Daniel fröhlich. Langsam gehen wir nach Hause. Wie lange halte ich das noch aus? DSDS-Kandidaten. Niemand singt so schön wie Luise. Sie hat eine Stimme wie ein Engel. Luise ist die jüngste in unserer Freundesgruppe. Sie ist 20 Jahre alt, hat blonde Locken auf dem Kopf und trägt jeden Tag pinke Kleider. Wir sitzen bei mir zu Hause und hören Luise zu. Sie singt ein altes, langsames Lied. Ich schließe meine Augen und höre die schönen Töne, die aus Luises Mund kommen. Ihr Gesang ist magisch und ich bin ihr größter Fan. »Eines Tages bist du berühmt«, sage ich oft. Dann lacht Luise und schüttelt den Kopf. Das Lied ist zu Ende und ich öffne meine Augen. »Du solltest dich bei DSDS anmelden«, schlage ich vor. DSDS ist eine Fernsehsendung, bei der Menschen vor einer Jury singen. Es ist ein Wettbewerb. Wenn du gewinnst, bekommst du viel Geld und vielleicht sogar einen Vertrag mit einem Musikproduzenten. Luise wird rot. »Ich überlege schon seit längerer Zeit, ob ich mich anmelden soll«, sagt sie leise. Alle Freunde springen auf und motivieren das junge Mädchen. »Tu es«, sagt Kevin. »Ja, du bist perfekt für diesen Wettbewerb, melde dich an«, schreit Lisa.
packt Luise an den Schultern und schüttelt sie. Alle sind sehr aufgeregt. Ich weiß, dass sie gewinnen wird. Sie hat nicht nur die perfekte Stimme, sondern sieht auch wie ein Superstar aus. Melanie öffnet ihren Laptop. Auf der Webseite von DSDS findet sie ein Formular für die Anmeldung. »Hier, füll das aus«, sagt sie zu Luise und gibt ihr den Laptop. Nervös schaut sie mich an. Ich lächle sie an. Sie füllt das Formular aus und schickt es per E-Mail an das Büro von DSDS. Ein paar Tage später bekommt sie eine E-Mail. Sie wurde akzeptiert und ist jetzt offiziell ein DSDS-Kandidat. Ich freue mich sehr darauf, Luise im Fernsehen singen zu hören. Sie wird bestimmt gewinnen. Das Buch schreibt sie weiter. Der Frühling ist da und es ist an der Zeit für einen Frühjahrsputz. Annette wischt ihre Böden, reinigt die Toilette und räumt ihren Kleiderschrank auf. Den ganzen Tag lang putzt sie ihre Wohnung, bis alles sauber ist. Nun ist sie fast fertig. Nur der Abstellraum fehlt noch. Der kleine Raum ist voll mit verschiedenen Dingen. Ihr altes Radio bringt sie in den Recyclinghof, weil es kaputt ist. Dort wird es recycelt. Die Kleidung, die sie nicht mehr trägt, bringt sie in den Second-Hand-Laden. Die Bücher im Abstellraum stellt sie auf das Bücherregal. Plötzlich findet sie unter den vielen Gegenständen eine kleine Kiste. Sie ist hellblau und hat viele Sticker mit Schmetterlingen darauf. Annette erinnert sich an die Kiste. Sie hat diese in der Hauptschule selbst gebastelt. Neugierig öffnet sie den Deckel. Darin findet Annette Zeichnungen und ein kleines Notizbuch. »Ist das mein altes Tagebuch?«, denkt sie und schlägt die erste Seite auf. Sie liest. Es ist eine Geschichte. Das gesamte Notizbuch ist voll und die Geschichte ist sehr lang. Sie handelt von einem Jungen, der in der Wüste wohnt. Er reitet auf Kamelen und ist auf der Suche nach seinem Vater. Während er seinen Vater sucht, trifft er auf interessante Menschen und erlebt viele unglaubliche Dinge. Annette gefällt die Idee sehr. Sie liest die ganze Geschichte innerhalb einer halben Stunde. Danach schaltet sie den Computer ein. Die Frau hat nämlich weitere Ideen, was der Junge in der Wüste erleben könnte. Vielleicht trifft er auf einen Löwen. Stundenlang schreibt sie, bis es draußen dunkel ist. Den Frühjahrsputz hat sie vergessen. Sie schreibt das Buch weiter. Den Schulabschluss anerkennen. Renate ist eine junge Mutter. Sie war mit 14 Jahren schwanger und hat ihren Sohn mit 15 Jahren geboren. Da war sie noch in der Schule. 3 Monate vor Schulschluss musste sie ihre Ausbildung leider abbrechen. Seitdem ist sie zu Hause und passt auf den kleinen Leo auf. Nun ist ihr Kind bereits 3 Jahre alt und geht in den Kindergarten. Renate bringt Leo um 8 Uhr morgens hin und holt ihn um 16 Uhr am Nachmittag wieder ab. Das bedeutet, dass Renate wieder viel Zeit hat. Sie kann arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Leider ist es für sie schwer, eine Arbeit zu finden. Ihr Schulabschluss wird nämlich nicht anerkannt, obwohl ihr nur 3 Monate fehlen. Aus diesem Grund möchte Renate wieder in die Schule gehen und diese 3 Monate nachholen. Am Anfang ist es sehr komisch für sie, weil sie schon seit mehreren Jahren nicht mehr in der Schule war. Bildung ist unglaublich wichtig und wertvoll, sagt die Direktorin bei Renates Anmeldung. Sie ist sehr nett zu der jungen Mutter und versteht ihre Situation. Anstatt das ganze Jahr zu machen, muss Renate nur die Abschlussprüfung schaffen. Dann werden Arbeitgeber ihren Schulabschluss anerkennen. Jeden Abend, wenn Leo schon schläft, lernt Renate 2 Stunden lang. Nach ein paar Wochen ist sie sehr erschöpft.
Sie kann sich aber nicht ausruhen, weil die Prüfung bald beginnt. Nervös sitzt sie im Klassenzimmer und beantwortet die Fragen auf dem Papier. Am nächsten Tag bekommt sie einen Anruf. Stolz sagt die Direktorin: »Gratuliere, Renate, du hast deinen Schulabschluss geschafft.« Das freut die junge Mutter sehr und sie gibt ihrem Sohn einen Kuss auf die Stirn. Jetzt bekommt sie sicher bald eine neue Arbeitsstelle. Sachen im Keller versichert? Nina sieht auf die Uhr. Es ist 4:37 Uhr und draußen ist es noch dunkel. Im Garten gibt es viel Krach. Es knackt und pfeift. Was ist das? Nina dreht das Licht an und schaut aus dem Fenster. Ein Sturm zieht an ihr vorbei. Die Bäume schwanken hin und her, der Wind wirbelt die Blätter herum und starker Regen fällt vom Himmel. Hoffentlich ist das kein Tornado, denkt Nina. Sie schaltet das Radio ein. Ein aufgeregter Mann sagt: »Niemand wusste, dass der Tornado kommt. Ich bin auch überrascht. Wissenschaftler sagten, dass es nur ein Sturm ist. Niemand ist vorbereitet. Wenn Sie das hier hören, dann gehen Sie schnell in Ihren Schutzbunker. Niemand weiß, wie lange der Tornado dauern wird.« Nina hört die Angst in seiner Stimme. Das macht sie nervös. Sie hat zwar einen Keller, aber keinen Schutzbunker. Ihre Nachbarn haben einen Bunker, der sie vor Tornados schützen kann. Nina läuft schnell zu ihnen hinüber. Ein Ast trifft sie fast am Kopf. Mit nasser Kleidung kommt sie bei ihren Nachbarn an. Die Familie verbringt die ganze Nacht im Bunker. Alle schlafen ein. Am nächsten Tag geht Nina wieder raus. Alles ist zerstört. Überall liegen Äste, kaputte Gartenmöbel und Müll. Schnell läuft sie zu ihrem Haus. Der Wind hat das Dach kaputt gemacht. Der Keller ist unter Wasser. Dort sind all ihre Fitnessgeräte, ihre alten Bücher und das neue Elektrogerät für die Küche. Verzweifelt ruft sie ihren Vater an. »Keine Sorge, mein Schatz«, sagt er. »Das Haus ist versichert. Die Sachen im Keller sind auch extra versichert. Du bekommst also alles wieder zurück.« Nina ist erleichtert. Sie wohnt bei ihren Nachbarn, bis ihr Haus wieder repariert ist. »Hey Chris, kommen Sie!« Chris reist sehr gerne. Er möchte die ganze Welt sehen und war schon auf jedem Kontinent, außer in Südamerika. Schon lange träumt er von Brasilien, Peru und Argentinien. Er möchte die Kultur dort kennenlernen, das Essen kosten und die Sprache lernen. Im Internet findet er eine günstige Rundreise durch Peru. Er bucht sie und sitzt 3 Wochen später bereits im Flugzeug. In Lima, der Hauptstadt von Peru, trifft er sich mit anderen Reisenden. Der Reiseveranstalter hat einen großen Bus gemietet und alle steigen ein. Chris redet mit einem alten Mann, der auch alleine hier ist. »Ich bin in Pension und meine Frau ist vor über 10 Jahren gestorben. Es war ihr Traum, nach Südamerika zu reisen. Leider hat sie es nie geschafft. Jetzt bin ich hier und erfülle ihren Traum. Ich hoffe, sie ist stolz auf mich«, erzählt er. Das macht Chris ein wenig traurig. Der Bus bleibt in einem kleinen Dorf stehen. Alle steigen aus und sehen sich das Dorf an. Es gibt einen Bauern, der Lamas züchtet und ihre Milch verkauft. Er zeigt den Reisenden sein Leben. Plötzlich sieht Chris eine wunderschöne Frau, die neben einem Haus am Boden sitzt und bunte Steine verkauft. Neugierig geht er von der Reisegruppe weg und fragt die Frau, woher die Steine kommen. Sie redet Spanisch mit ihm, aber Chris versteht sie nicht. Er spricht nur Türkisch, Englisch und ein wenig Russisch. Die Frau nimmt seine Hand und führt den jungen Mann zu einer Höhle hinter dem Haus. Die Wände der Höhle glitzern. Sie sind bedeckt mit bunten Steinen. »Wow«,
sagt Chris. Er kauft einen gelben Stein von der Frau. Begeistert geht er wieder zu den Bauern und seinen Lamas zurück. Doch die Reisegruppe ist nicht mehr da. »Wo sind die anderen?« fragt er den Bauern. Er antwortet auf Spanisch. »Sprechen Sie Englisch?« fragt Chris auf Englisch. Der Bauer versteht ihn nicht. »Türkisch? Russisch?« Der Bauer bleibt stumm. Chris bekommt Panik. Er ist ganz alleine mitten in Südamerika und spricht kein Spanisch. Plötzlich hört er eine deutsche Stimme. »Hey Chris, kommen Sie! Ich habe zum Busfahrer gesagt, dass er auf Sie warten soll«, sagt der Pensionist aus dem Bus. So erleichtert war Chris noch nie. Wer zeigt mir Respekt? Covid-19 ist ein sehr sensibles Thema. Man muss aufpassen, was man sagt, erklärt Nina. Herbert lacht und antwortet, »Das ist mir alles egal. Ich sage meine Meinung, wann ich will.« Die junge Frau lächelt nervös. »Es gibt aber viele Menschen, die krank sind, und wir sollten Respekt haben.« Der alte Mann lacht wieder laut und sagt, »Respekt? Ich lebe seit Jahren am Existenzminimum, weil das Geld der Pension nicht einmal für meine Miete reicht. Ich habe aber über 50 Jahre lang hart gearbeitet. Wer zeigt mir Respekt?« Nina macht ein trauriges Gesicht. »Das tut mir leid, aber es ist wichtig, geimpft zu sein.« Sie sieht zu dem jungen Herrn, der auch mit ihnen am Tisch sitzt. »Du bist so ruhig. Hast du denn keine Meinung?« fragt sie hoffnungsvoll. Gerold verbringt seine Mittagspausen normalerweise allein. Jetzt bereut er es, dass er mit Nina in das kleine Café gegangen ist. Er zieht seine Schultern hoch und öffnet seinen Mund, aber der alte Mann ist schneller. Er sagt, »Firmen wie BioNTech entwickeln den Impfstoff. Die wollen doch nur Geld mit ihnen machen.« Schnell wiederholt Nina ein paar Statistiken, die sie im Internet gelesen hat. Sie findet die Impfung sehr wichtig, aber Herbert nicht. Der alte Mann zeigt ihr mit einem Handzeichen, dass er kein Interesse an diesen Informationen hat. »Menschen wie Sie sind eine Gefahr für andere Leute«, sagt Nina wütend. Das macht auch den alten Mann wütend. Er sagt laut, »Was fällt Ihnen ein? Ich bin doch keine Gefahr. Sie sind die Gefahr, weil Sie die Meinungsfreiheit unterdrücken.« Gerold ist genervt. Er hat genug von dieser Diskussion und steht auf. Er verbringt ab jetzt seine Mittagspausen wieder allein. »Mama, es tut so weh.« »Mama, mein Bauch tut weh«, klagt Alina. Ich hebe das kleine Mädchen hoch. Vielleicht hat sie einfach zu viel gegessen. Wir aßen leckeren Schweinsbraten zu Mittag. »Musst du pupsen?« frage ich und Alina lacht. Am Nachmittag sitzen wir beide vor dem Fernseher. Plötzlich schreit Alina laut. Erschrocken sehe ich sie an. »Was ist los?« frage ich besorgt. »Mein Bauch tut weh, es sticht«, sagt das Mädchen und weint. Ich lege eine Heizdecke auf ihren Bauch. Das hilft. Alina wird wieder ruhig. Das ist komisch. Wieso hat sie Bauchschmerzen? Alina ist wieder fröhlich und ich glaube, dass alles wieder gut ist. Sie spielt mit ihren Puppen. »Ich möchte nichts essen, mein Bauch tut immer noch weh«, sagt Alina klagend beim Abendessen. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, die Bauchschmerzen sind schon weg. Alina weint wieder. »Mama, es tut so weh«, sagt sie. So kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas unternehmen. Es ist bereits 18:24 Uhr am Abend und die Arztpraxis hat schon geschlossen. »Probiere es mit dem Online-Kinderarzt. Da kannst du auch am Abend mit einem Arzt sprechen«, schlägt mein Mann vor. Die Informationen dazu findet man auf der Webseite der Regierung. Wenige Minuten später sitzen wir vor dem Computer. Ich schalte die Kamera ein. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragt eine junge Frau.
Ich habe einen Termin mit Frau Gruber und erkläre ihr die Situation. Die Ärztin hört aufmerksam zu. »Haben Sie eine Massage ausprobiert?« fragt sie. Ich schüttle den Kopf. Sie erklärt mir, wie es funktioniert. Ich massiere Alinas Bauch und Frau Gruber schaut zu. Sie gibt mir Tipps und sagt mir, wie es funktioniert. Plötzlich höre ich ein lautes Geräusch. Alina hat gepupst. Der Pups war lange und laut. »Mama, mein Bauch tut nicht mehr weh«, sagt sie fröhlich und springt auf. Die Ärztin und ich lachen. Ohne Fleiß kein Preis. Diesen Satz hast du bestimmt schon einmal gehört. Er bedeutet, dass man sich anstrengen muss, damit man seine Ziele erreicht. Ich erkläre das mal mit einem kurzen Beispiel. In wenigen Wochen schreibt Marie ihre Abiturprüfung. Sie ist deswegen schon sehr aufgeregt. Ihr größtes Problem ist Mathe. In diesem Fach ist sie einfach nicht gut. Jeden Tag sitzt sie zu Hause und lernt mehrere Stunden lang. Heute trifft sie sich mit ihrer Freundin Melanie im Park. »Und, wie kommst du mit dem Lernen voran?« fragt Melanie neugierig. Marie sieht sie traurig an. »Ich habe große Probleme in Mathe. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf das Lernen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier in der Sonne liegen und das schöne Wetter genießen.« »Ja, das verstehe ich, aber gib nicht auf. Du weißt ja, ohne Fleiß kein Preis.« Unglaublich lustig. Jakob steht auf der Bühne und hat ein Mikrofon in der Hand. Die hellen Scheinwerfer zeigen auf ihn. Nervös sagt er: »Man kann vor einem Bären nicht weglaufen. Der Bär ist viel zu schnell. Aber zum Glück muss man nur den Dicksten in der Wandergruppe überholen.« Es war ein Witz, aber niemand lacht. Jakob ist ein Stand-up-Comedian, aber kein guter. Fast niemand lacht über seine Witze. Das macht ihn noch nervöser. In der Menge sieht er neutrale Gesichter. Er entdeckt kein einziges Lächeln. Eine halbe Stunde später ist sein Auftritt vorbei. Enttäuscht setzt er sich an die Bar und bestellt ein Glas Whisky. »Ich fand deine Witze lustig«, sagt der Kellner. Wenigstens findet ihn eine Person lustig, denkt Jakob. Auf der Bühne steht jetzt eine ältere Frau. »Wenn mein Enkelsohn auf Besuch kommt, koche ich immer fettige Speisen. Immerhin möchte ich, dass er so lange wie möglich Single bleibt, damit er mich weiterhin jede Woche besucht«, sagt sie. Alle lachen. Jakob findet den Witz nicht lustig. »Warum lachen alle über ihre schlechten Witze?«, fragt er und trinkt einen Schluck Whisky. Der Kellner lächelt und antwortet: »Du standst nervös und angespannt auf der Bühne. Der Schweiß auf deiner Stirn hat geglänzt. Die Menschen bemerken, dass du dich im Scheinwerferlicht unwohl fühlst. Oft ist der Witz nicht wichtig. Deine innere Einstellung ist viel wichtiger. Schaue dir die Frau an. Sie ist anders als du.« Jakob schaut sich die Frau genau an. Sie ist entspannt, locker und lacht. Sie nimmt ihren Auftritt nicht so ernst. Jakob hat heute etwas sehr Wichtiges für seine Karriere gelernt. Sein nächster Auftritt wird bestimmt besser.